Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in der ultimativen Fahrerkarriere und heute mit dem großen Preis von Brasilien hier in Interlagos mit dem vorletzten Rennen der Saison. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ich würde sagen, insgesamt die Saison bisher sehr gut, wirklich unbeschreiblich gut. Also es ist die beste Saison, die jemals jemand hatte. Also von dem her würde ich sagen, ist uns das alles ziemlich gut geglückt und hoffen wir mal, dass es auch so weitergeht. Und in dem Fall würde ich sagen, viel Spaß beim Rennen. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas ist mit dem Auto nicht in Ordnung. Oh, Digga, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Latifi, Albon, Su, Stroll und Vettel. Mies. I don't know, irgendwas ist komisch. Ich hoffe, ich krieg das noch geregelt. Ja, der Regen ist halt immer schlimmer geworden. Da bringt halt auch nichts mehr rauszufahren, deshalb ist am Ende keiner mehr rausgefahren. Ich konnte mich trotz immer stärker werdenden Regens verbessern. Ja, ist aber auch nicht schwer, wenn ich eine sehr, sehr schlechte erste Runde hatte. Da kann ich mich selbst bei solchen Bedingungen noch verbessern. Oh, Daniel ist draußen. Ja, moin. Ja. Max, der seine Runde als Zweiter gesetzt hat, von allen. Ja, der erste war Fernando Alonso. Ja, da wundert einen halt auch nichts mehr, ne? Ich war nicht so früh dran. Aber es hat trotzdem gereicht. Zum Glück. Auch wenn es hier wirklich, also hier wäre es wirklich was gewesen, hier jetzt passieren können, dass ich ohne selbst irgendwie sonderlich krass viel dazu zu können, in Q2 hätte rausfliegen können. Tatsächlich. Alles klar.
Alles klar, Digga. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again of our top three. Verstappen, Ja, genau. Sainz, and Lewis Alles klar. Hamilton. With qualifying wrapped up now, we have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. So it's all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And a very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Charles Leclerc, and Russell. The Rainmaster, Fernando Alonso, Ocon, and Valtteri Bottas. Ricciardo, Mick Schumacher, Pierre Gasly, and Tsunoda. Magnussen, Vettel, Lance Stroll, and Guan Yu Zhou. Albon, and Nicholas Latifi. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. Okay, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Okay, we're monitoring some wear on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Okay, we're looking at some gearbox wear, so try to keep the number of shifts to a minimum, please. You're pushing too hard, it's causing your gearbox to take increased wear. Just be careful. Nice move, good job. Trailing our teammate by 6.6 seconds. Junge, ich will mich echt nicht beschweren, aber wie bescheuert ist das, Alter? Wir sind 12 Sekunden vor dem 5. und trotzdem ist ein Sainz und ein Norris, ja, was du nicht sagst. 12 Sekunden vor denen. Und trotzdem sind die beiden Gurken, ja, die sind vor mir. Und die halten mit, ja,
Die halten einfach mit. So als wäre es nichts, fahren die mir sogar teilweise ein bisschen davon. Das ist so dumm, Alter. Es ist so dumm. Ey, ich verstehe es nicht. Das macht keinen Sinn. Echt nicht. Also sorry, ich habe ein so extrem exorbitant besseres Auto und es ist mir nicht möglich, die gescheit einzuholen. Es ist unglaublich. Digga, der Rest vom Feld 13 Sekunden hinter mir. Digga, das ist unglaublich. Ey, nee. Nee, einfach nein. Ich brauche dazu nichts sagen. Ich brauche dazu echt nichts sagen. It's another title in the bag for Red Bull after a long and hard-fought season. They've built an astonishing car this year, and the glory they'll be taking back to Milton Keynes. Lustig. Alle sind mit 10er Zeit, nur ich und Max. Ja, und dann rein zufälligerweise Carlos und Lando haben auch 9er Zeiten. Komisch. Komisch. Ich sag da mal einfach gar nichts dazu. Warum Leclerc 7 Zehntel langsamer ist in der schnellsten Runde als Carlos, ich sag da mal nichts zu. Da haben höhere Mächte, ja, um das mal um nicht aus Charakter zu fallen. Da haben höhere Mächte mit zu tun. Welcome along then to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the very final corner. And just 1 year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time then
for the Sao Paulo Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 left turns and 6 right turns for a total of 15 corners. It's a wet one today as well, so grip and visibility will be at a premium, and the drivers will need to be careful coming up the hill in Sector 3, the scene of many an accident over the years. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. It's Carlos Sainz in pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have the Rainmaster, Leclerc, George Russell and Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso, Mick Schumacher and Esteban Ocon, Bottas, Gasly, Sebastian Vettel and Ricciardo, Joe, they've taken a grid penalty, Latifi, Lance Stroll and Yuki Tsunoda. Albon, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Joining me on this very wet day is a man who's no stranger to driving in miserable conditions. Anthony Davidson, you've driven open cockpit, you've driven sports cars. How does the wet weather experience change between the different disciplines? Well, I wouldn't say there's much difference in all honesty. You know, besides the terrifying closing speeds you find on something like sports cars with different categories all sharing the same racetrack, driving in the rain is, well, driving in the rain. Of course, the biggest difference is the fact that Formula One is open cockpit. On one hand, they'll be cold and wet without a roof, but on the other, it's much simpler to pull a tear-off away from the visor than it is to clear a dirty windscreen, so I don't think it's too bad. Oh je, Max mit der Grid Penalty. Gar nicht gut. Ja, die Vorhersage, die sagt gar kein Regen. Alles klar. Okay, we're monitoring somewhere on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Hahaha, Buja. Geiler Start. You're pushing too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. Just be careful. Max auch sehr guter Start. Das ist gut. Direkt auf 4 vor für Max und direkt auf P1 vor für uns. Also beide 3 Plätze weiter vorne. Obwohl, nee, das stimmt nicht, dann wäre ich auf Platz 0. Ja, okay, gut. Hoppala. Na, aber Carlos, der lässt nicht locker. Solange es hebt, ist alles gut. Oh, Max vorbei. Sehr stark.
use your overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Come on. Gelbe Flagge. The track. Oh. Okay, watch your pace. We've been informed the safety car is out. There appears to have been an issue with multiple stock vehicles on the track. Okay, I've got information on Joe for you. Okay, they're out of this race. Holy moly. Okay, the safety car's Yeah, coming in tatsächlich. this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car's into the pit lane. Green flag. Check your MFD for a new strategy option. Copy that. Du kommst doch immer in den besten Momenten mit sowas, Alter. Ganz im Ernst, Marc. Kannst du nicht kurz warten? Ja, okay, klar, ich sollte mich davon nicht so krass aus dem Konzept bringen lassen, aber ist halt passiert. Und Alter, einfach, dass man das, Right, damit consensus in the man, garage that it's probably about time for the slick tyre now. It's going to be slippery, but it'll probably be quicker. ja, okay, chill, Digga. Max is in the pits. Max in the pits. Digga, warum haben die alle 5 Sekunden? Up to speed now. Let's get some heat into those tyres. Oh! Alter. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Junge, meine Reifen sind so arschkrass kalt. Ja, alles klar. Vielen Dank, Carlos. Okay, we've been informed of an incident which has resulted in lots of loose debris on the track. A safety car is being deployed. Warum ist der mich jetzt am Überholen? Was soll der Scheiß? Hallo? Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature. Remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Okay, clear. Ja, willst du mich verarschen, Alter?
gap on the car behind by 5/10 a lap. Okay. Teammate an der Box. Ach so, Max der is auch. coming in for his stop. Jetzt sind die ja auch alle an der Box. Alles klar. I've got information on Albon for you. Right, they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Yellow flag.
Yes. Oh, geil. Drive, we did it! Good job, we did it! Good work. Sehr gut. Oh, Lewis auf Fahrer des Tages. Geil. That's a spectacular victory, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, staying out of trouble was probably the most important factor here. In the race where half the field weren't classified at the checkered flag, you were able to guarantee a good result by basically keeping the car running. With their pace and a decent strategy as well, I don't think the race was ever really in doubt. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Some amazing talent out on the track today, but Anthony, who would you pick as your driver of the day? It's got to be Lewis Hamilton. I mean, he pulled off some impressive feats out on the track today, even by his standards. And it's another title in the bag for Red Bull after a long and hard-fought season. They built an astonishing car this year, and the glory they'll be taking back to Milton Keynes is fully deserved. Well, that was certainly an exciting weekend of Formula One. Be sure to join us for more exciting Formula One action very soon. Ja, das war was, ne? Oje. Nur 2 Autos. Ne, okay, gut. Lando. Hoppala. Nur 3 Autos innerhalb der 9er Zeiten. Crazy. Ey, das ist... Oh je, das ist so typisch, Alter. Das ist so typisch. Ey. Sepp, wieso tust du mir das jedes Mal an? Ey, immer wenn es so ein Rennen gibt, ja, wo viele Leute DNF sind, wo viel komische Sachen passieren so. Sebastian schafft es jedes einzelne Mal, wie auch immer, auf Platz 11 zu landen. Ich verstehe es nicht. Junge, es sind nur 14 Leute ins Ziel gekommen und er ist auf Platz 11. Wie geht das? Ja, toll, Digga. Ey. Das ist nicht mal mehr aufholbar. Das ist nicht aufholbar. Leclerc ist sicher Vize-Champ. Digga, Max, was soll der Mist? Ey, es ist unglaublich. Ey. Nee. Nee. Ey, Mann, das kann nicht sein Ernst sein. Das kann echt nicht sein Ernst sein. Oh, Max. Was für ein Scheiß. Ganz im Ernst.